la la. Ach, die Zukunft. Hallo Anna, du scheinst über das Leben nachzudenken. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, hallo an alle. Ich bin Anna. Ja, ich denke über die Zukunft nach. Manchmal frage ich mich, wo ich in 5 oder 10 Jahren sein werde. Es fühlt sich so groß und unklar an. Das ist ein sehr tiefgründiger Gedanke und ein perfektes Thema für heute. Heute sprechen wir darüber, wie man über die Zukunft plant und spricht. Wir werden lernen, wie man konkrete Pläne, aber auch Träume und Wünsche auf Deutsch formuliert. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau, voller nützlicher Grammatik und Vokabular, um über Ihre eigenen Ziele zu sprechen. Super, ich habe viele Träume, aber ich habe oft Schwierigkeiten, einen klaren Plan zu machen. Dann lass uns das heute gemeinsam strukturieren. Ein Plan ist wie eine Landkarte. Man muss nicht exakt dem Weg folgen, aber es ist gut zu wissen, in welche Richtung man geht. Part 1. Die nahe Zukunft. Das nächste Jahr. Wenn wir über die Zukunft sprechen, ist es am einfachsten, mit der nahen Zukunft zu beginnen. Sprechen wir über das nächste Jahr. Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Dafür benutzen wir oft das Futur 1. Das Futur ein mit werden plus Infinitiv am Ende. Genau. Es drückt eine Absicht oder eine Prognose aus. Lass uns das in 3 Lebensbereichen üben: Karriere, persönliche Entwicklung und Reisen. Fangen wir mit der Karriere an. Anna, was sind deine beruflichen Pläne für das nächste Jahr? Okay, nächstes Jahr. Ich werde meinen Deutschkurs mit dem B2-Zertifikat abschließen. Danach werde ich anfangen, eine Teilzeitstelle in einer Designagentur zu suchen. Das sind sehr konkrete und gute Ziele. Du wirst also deine Prüfung machen und einen Job suchen. Wirst du nächstes Jahr schon Vollzeit arbeiten? Nein, nächstes Jahr werde ich noch nicht Vollzeit arbeiten. Zuerst nur Teilzeit. Sehr gut. Jetzt der zweite Bereich, persönliche Entwicklung. Was wirst du für dich selbst tun? Ich werde endlich lernen, richtig zu kochen und ich werde versuchen, jede Woche ein Buch zu lesen. Du wirst also kochen lernen und mehr lesen. Wirst du auch ein neues Instrument lernen? Nein, das ist zu viel. Ich werde mich auf das Kochen und Lesen konzentrieren. Und Sie? Was werden Sie nächstes Jahr für sich selbst tun? Werden Sie eine neue Sprache lernen? Und der letzte Bereich. Reisen. Hast du Reisepläne für nächstes Jahr? Ja, im Sommer werde ich eine Reise nach Portugal machen. Ich werde Lissabon und Porto besichtigen. Ah, Portugal ist wunderschön. Du wirst also nach Portugal fliegen. Ich, nächstes Jahr, werde wahrscheinlich nicht weit reisen. Ich werde im Sommer in den Alpen wandern gehen. Du wirst in den Alpen wandern. Das ist auch sehr schön. Part 2. Die mittelfristige Zukunft. Der 5-Jahresplan. Sehr gut. Jetzt haben wir über das nächste Jahr gesprochen. Das war konkret. Lass uns den Horizont ein bisschen erweitern. Stellen wir uns vor, es ist das Jahr 2030. In 5 Jahren. Wo bist du? Was machst du? In 5 Jahren, das ist eine große Frage. Hier ist es nicht mehr so sicher. Es ist eine Mischung aus Plan und Traum. Genau. Und für diese Mischung aus Plan und Traum können wir das Futur 1 und den Konjunktiv 2 kombinieren. Du kannst sagen, was du hoffst, das passieren wird, und du kannst sagen, was du gerne machen würdest. Okay, also in 5 Jahren.
Beruflich werde ich hoffentlich nicht mehr Teilzeit arbeiten. Ich werde eine Vollzeitstelle haben. Ich würde gern in einem internationalen Team arbeiten. Sehr gut. Du wirst eine Vollzeitstelle haben und du würdest gern in einem internationalen Team arbeiten. Und warum würdest du das gern tun? Ich würde gern in einem internationalen Team arbeiten, weil ich es liebe, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Perfekt. Und persönlich? Wo wirst du wohnen? Ich weiß es nicht genau. Ich könnte immer noch in Berlin wohnen. Oder vielleicht würde ich gerne für 1 oder 2 Jahre in einer anderen europäischen Stadt leben, zum Beispiel in Barcelona. Hören Sie den Unterschied? Ich werde ist ein ziemlich sicherer Plan. Ich würde gern oder ich könnte ist ein Wunsch, eine Möglichkeit. Part 3. Die ferne Zukunft. Träume. Okay, wir haben über Pläne gesprochen. Jetzt lass uns alle Logik und allen Realismus vergessen. Sprechen wir über Träume. Dafür benutzen wir fast nur den Konjunktiv 2. Ach, mein Lieblingsthema. Träumen. Stell dir vor, Anna, du müsstest nicht arbeiten. Geld und Zeit wären kein Problem. Was wäre dein idealer Lebensstil? Was würdest du machen? Oh, wow. Also, wenn ich nicht arbeiten müsste, ich würde in einem kleinen Haus am Meer in Italien wohnen. Das Haus hätte einen großen Garten. Jeden Morgen würde ich am Strand spazieren gehen. Danach würde ich in meinem Atelier malen. Und am Abend würde ich mit Freunden frischen Fisch essen und Wein trinken. Ich wäre sehr glücklich und entspannt. Das klingt nach einem perfekten Leben. Du würdest also malen und am Meer wohnen? Würdest du auch reisen? Ja, natürlich. Ich würde jedes Jahr ein neues Land entdecken. Ich würde nach Südamerika reisen, um Spanisch zu lernen. Ich würde die Tempel in Asien besichtigen. Und Sie? Was ist Ihr größter Traum? Wenn Sie alles tun könnten, was würden Sie tun? Und du, Lukas? Was ist dein großer geheimer Traum? Mein Traum wäre es, ein Buch zu schreiben, einen Roman. Ich würde mir 1 Jahr Zeit nehmen. Ich würde in eine kleine Hütte in den Bergen ziehen. Ohne Internet, nur ich und meine Schreibmaschine. Das wäre eine unglaubliche Erfahrung. Ein Buch schreiben? Das ist ein toller Traum. Du wärst sicher ein guter Schriftsteller. Vielleicht eines Tages. Part 4. Vom Traum zum Plan. So, wir haben über Pläne und Träume gesprochen. Die letzte und wichtigste Aufgabe ist, eine Brücke zwischen dem Traum und der Realität zu bauen. Ein großer Traum kann uns lähmen, aber wir können ihn in kleine, machbare Schritte unterteilen. Okay, also vom Konjunktiv 2 zurück zum Futur 1. Genau. Dein großer Traum ist es, ein Haus in Italien zu haben und zu malen. Was ist ein kleiner, konkreter Schritt, den du nächstes Jahr machen kannst, um diesem Traum ein bisschen näher zu kommen? Ein kleiner Schritt. Ich könnte einen Italienischkurs an der Volkshochschule anfangen. Ja, das ist es. Nächstes Jahr werde ich Italienisch lernen. Das ist ein perfekter erster Schritt. Es ist konkret, es ist machbar und es bringt dich in die richtige Richtung. Mein Traum ist es, ein Buch zu schreiben. Das ist riesig, aber mein erster Schritt könnte sein, ich werde jeden Tag 15 Minuten lang schreiben. Nur 15 Minuten. Also, wir nehmen unsere großen Träume und finden die kleinste mögliche Aktion, die wir heute oder morgen beginnen können. Das ist das Geheimnis des Erfolgs, Anna. Und das war eine sehr gute Zusammenfassung unserer Lektion. Wir haben das Futur 1 für konkrete Pläne benutzt, wir haben den Konjunktiv 2 für Träume und Wünsche benutzt und wir haben gelernt, wie man die beiden verbindet. Ja, ich fühle mich jetzt viel klarer und motivierter. Ihre letzte Mission für heute. Es ist eine Planungsübung. Sagen Sie uns in den Kommentaren 2 Dinge. Ein konkreter Plan für das nächste Jahr im Futur 1. Nächstes Jahr werde ich
und ein großer Traum für Ihr Leben. Im Konjunktiv 2. Ich würde gern. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Pläne und Träume. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Vergessen Sie nicht, die Zukunft wird aus den kleinen Schritten gebaut, die wir heute machen. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.